Wir müssen das auf dem Platz entfachen, das Feuer auf den Rängen. Klar wollen wir Meister werden. Was ich auch, glaube ich, in diesem Jahr sehr geändert habe, war einfach mein Mindset. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Am Wochenende geht es gegen Eintracht Frankfurt und ein Frankfurter Junge ist heute bei mir. Ich freue mich besonders, dass er heute hier ist, mein Freund Emre. Hallo Emre. Dankeschön. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön, vielen Dank. Bevor wir jetzt nach vorne blicken, wollen wir noch mal ein bisschen nach hinten schauen. Wie hast du das Unentschieden vom vergangenen Samstag verarbeitet und wie lange trägst du sowas mit dir rum? Ehrlich gesagt hat das schon ein bisschen länger gedauert. Es war, ja, ich kann das schwer beschreiben, irgendwie, was da passiert ist, weil das darf uns nicht passieren. Ist uns passiert, leider. Es waren extrem wichtige Punkte für uns und man darf, glaube ich, egal gegen wen man spielt, wenn man 2-0 führt und dann noch gegen 10 Mann, muss man das Spiel gewinnen. Und das haben wir nicht geschafft in Stuttgart. Wir haben die Woche viel geredet. Wir waren sehr enttäuscht, aber wir müssen nach vorne schauen. Und ich spiele mich schon wieder am Wochenende gegen die Eintracht. Und, das wird auch schwer, das wissen wir natürlich. Klar, es ist eine Top-Mannschaft. Aber wir spielen zu Hause. Was Schönes hier mit den Fans, mit der Energie im Stadion. Ja, ist unser Ziel klar, das Spiel wieder zu gewinnen. Du hast es gerade gesagt, in der Woche habt ihr viel geredet. Ihr habt aber auch sehr intensiv trainiert, hat Sebastian Kehl gesagt, mit der nötigen Schärfe und Intensität. Wie hast du das auf dem Platz erlebt? War es vielleicht ein bisschen was anderes? Ja, das kann schon sein. Ich glaube, da gab es schon ein bisschen härtere Zweikämpfe vielleicht als in den anderen Wochen. Aber es gehört dazu. Wir müssen hart unter der Woche arbeiten. Wir haben jetzt die nächsten Wochen nur noch immer ein Spiel in der Woche und müssen auf dem Trainingsplatz viel arbeiten, müssen die nötige Härte kriegen für das Spiel. Und das haben wir die Woche auf jeden Fall gemacht. Jetzt wollen wir den Blick auf das kommende Wochenende richten. Natürlich, es geht gegen Eintracht Frankfurt. Du kommst aus Frankfurt. Hast du mehr Anfragen für Tickets gehabt? Sind von der Familie, Freunde, Bekannte mehrere im Stadion? Ja, es sind viele im Stadion. Also ich merke das schon für mich persönlich, das ist schon, ich würde schon sagen, es ist immer irgendwie ein bisschen besonders gegen die Eintracht zu spielen, weil ich bin einfach ein Frankfurter Junge, werde ich auch immer bleiben und obwohl ich nie irgendwie für die erste Mannschaft gespielt habe oder sonst was, aber es bleibt für mich was Besonderes. Deshalb, wir freuen uns auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt und ja, eine Begegnung, die natürlich auch in den vergangenen Jahren immer wieder mal für Furore gesorgt hat, wie wir uns jetzt anschauen. Sebastian Kehl hat es in der Woche klar beschrieben. Das Ziel ist die deutsche Meisterschaft. Es ist ausgesprochen, die Eintracht steckt im Kampf um die Plätze, europäischen Plätze. Ist im Moment 7. Was erwartest du für ein Spiel? Was erwartest du für eine Partie? Ein sehr intensives, umkämpftes Spiel. Ich glaube, Eintracht ist immer eine Mannschaft, die mit Körperlichkeit vorangeht, die immer in den Zweikampfen hart sein möchte und die einen guten Plan, finde ich, haben. Und ja, vorne einen Top-Stürmer haben, muss man auch ehrlich sagen. Das stimmt, da komme ich gleich noch und drauf zu sprechen. Den müssen wir gut verteidigen zusammen. Und, aber ich glaube, wir müssen mehr auf uns schauen. Wir spielen hier zu Hause
bei uns im Stadion und wir sind die beste Heimmannschaft in der Liga und ja, wie du gesagt hast, wir sind 2 Punkte hinter den Bayern. Müssen wir ehrlich sein, 5 Spiele zu gehen und klar wollen wir Meister werden und wenn wir was anderes sagen, dann wären wir dumm. Quatsch, ganz genau. Und aber klar, es fängt erstmal an am Samstag hier gegen die Eintracht, dann müssen wir punkten. Beide Mannschaften brauchen für ihre Ziele dringend auf jeden Fall die Punkte, das ist ganz klar. Und es ist richtig Druck auf dem Spiel, man spürt das richtig. Wie schwierig ist es, auf der einen Seite voll da zu sein, alles rauszuhauen, aber auf der anderen Seite auch klaren, kühlen Kopf zu bewahren? Ich glaube, wir müssen gelassen ins Spiel gehen, ehrlich gesagt. Wir dürfen nicht dieses Verkrampft haben, wir müssen einfach das machen, was wir größtenteils in den letzten Monaten gezeigt haben. Und wenn wir die Leistung abrufen können, dann werden wir auch am Wochenende hier als Sieger vom Platz gehen. Und klar, wir wissen, bei Dortmund musst du gewinnen, willst du gewinnen. Dafür gibst du immer alles, aber wir dürfen jetzt nicht auf jeden Fall sagen, irgendwie, dass wir jetzt ins Spiel gehen und sagen, okay, wir müssen gewinnen. Wir müssen dann wird's verkrampft, ne? Du sagst es und wir wollen nicht verkrampft werden und wir müssen einfach versuchen, das Spiel zu gewinnen. Vielleicht kriegen wir es über die Stimmung hin, dass ihr getragen werdet, dass ihr vielleicht auch das Gefühl der Sicherheit habt. Das hilft ja manchmal auch. Ja, ich glaube, wir haben es in dieser Saison vor allem hier bei uns im Stadion immer gut hinbekommen mit den Fans und ich finde auch die letzten Wochen, Monate hier im Stadion waren eine unfassbar gute Stimmung immer, wenn wir gespielt haben. Und ich glaube aber, wir müssen das auf dem Platz entfachen, das Feuer auf den Rängen und dann können wir gemeinsam hier wieder ein tolles Spiel sehen. Du hast es eben gesagt, die Frankfurter haben sicherlich einen außergewöhnlichen Stürmer mit Kolo Muani. Das ist auch der Topscorer in der Liga. Wie werdet ihr ihn stoppen? Das wird man sehen. Wir haben jetzt noch nicht drüber zu 100% geredet. Wir werden, was ich denke, als Mannschaft das versuchen zu machen. Und ist ein super Stürmer. Er gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Aber wir haben auch super Verteidiger und deswegen habe ich irgendwie keine Sorgen, dass wir das nicht schaffen. Ne? Nein, klar. Dürfen wir auch nicht. Ne? Du bist sowas wie der Spieler der Rückrunde beim BVB. Dankeschön. Ja, ist ja auch so, ehrlich muss man sein. In der Hinrunde lief es jetzt nicht 100%ig rund, das weißt du auch. Bist du oft nur zu Kurzeinsätzen gekommen. Jetzt bist du überhaupt nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Was hat sich verändert? Was hast du verändert? Ja, ich habe ein paar Kleinigkeiten verändert, was außerhalb des Platzes passiert ist und was mir sehr wichtig war, was ich auch, glaube ich, in diesem Jahr sehr geändert habe, war einfach mein Mindset. Ich habe in der Hinrunde vor allem habe ich sehr viel immer gemeckert. Ich war nicht mit dem zufrieden, nicht mit dem zufrieden, nicht mit dem zufrieden. Der Trainer hat mich nicht aufgestellt, der war so, das Essen war so. Ich habe immer irgendwas gefunden. Und ich habe mir im Neujahr gesagt, Emre, egal was ist, du gibst Gas auf den Platz, du versuchst das zu zeigen, was du kannst. Weil das habe ich, glaube ich, hier in Dortmund vor allem die letzten Jahre zu wenig gezeigt. Und das, was ich momentan spiele, so stelle ich mir einfach meine Leistung vor. Das ist mein Niveau, das will ich immer spielen und in der Rückrunde läuft es gut. Macht das vielleicht ein bisschen frei im Kopf, wenn man einfach sagt, man muss sich jetzt nicht mit allem immer beschäftigen, sondern einfach auf das konzentriert, was wichtig ist. Ob jetzt ein Kotelett verbrannt ist, ist ja egal. Und dann, also einfach sagen, passiert und fertig. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was ich auch eben gesagt habe, wenn du irgendwie nicht weißt, wo du stehst, dann bist du manchmal verkrampft, willst du mehr zeigen, als du vielleicht musst manchmal und dann ist es nicht das, was du eigentlich willst. Und deswegen, was ich auch eben gesagt habe, diese Gelassenheit, das habe ich mir einfach vorgenommen. Ich wollte ins Spiel gehen, ein bisschen gelassener und die nötige Aggressivität habe ich immer persönlich immer auf dem Platz und das ist ein guter Mix für mich. Ich gehe, finde ich, persönlich einen guten Weg da mit mir. Und klar, jeder Spieler ist da anders. Der andere muss anders vorm Spiel sein. Aber es tut mir einfach gut, wie ich zurzeit bin. Und das sieht man auch auf dem Platz. Du spielst auf einer Position im defensiven Mittelfeld, wo man natürlich jetzt nicht immer im Fokus steht. Also wenn jemand 3 Tore schießt, dann wird natürlich immer darüber berichtet, wenn du jetzt gut spielst, kriegst du eine 2. Aber es wird jetzt vielleicht nicht so aufgebauscht. Was braucht ein gutes oder ein Spiel für dich, damit du nach Hause gehst und sagst, Emre, heute hast du ein geiles Spiel gemacht? Wir als Mannschaft müssen erstmal gewinnen. Das
der Hauptgrund. Und dann, dass ich der Mannschaft geholfen habe. Ich glaube, nichts Besonderes, dass ich einfach eine gute Partie hingelegt habe, die Zweikämpfe die Mannschaft gewonnen habe, defensiv alles abgesichert habe und da muss ich auch kein Tor machen, sonst was. Im Vordergrund steht immer die Mannschaft für mich. Jetzt bist du seit jeher ein Spieler, der auf dem Platz viel kommunizierst, die Mitspieler pushst. Hat sich das auch mit der Zeit mit einem gewissen Führungsanspruch entwickelt oder war das immer schon so ein Teil deines Spiels? War schon immer ein Teil meines Spiels, ja. Ich war schon in der Jugend jemand, der oft in den Jugendmannschaften Kapitän war. Und ich war immer auf dem Platz laut. Ich habe immer versucht, irgendwie meinen Teamkameraden, meinen Mitspielern zu helfen. Und wurde auch mal zum Schiedsrichter ein bisschen lauter. Das bin ich einfach. Ich glaube, das werde ich auch nie abstellen können. Ja, aber das gehört dazu. Lieben dich ja dann auch die Leute. Das ist ja auch richtig so, oder? Meinen Mitspieler helfen so, aber ich muss mich ein bisschen manchmal fangen, wenn ich mit dem Schiedsrichter rede, wenn ich diese Emotionen habe, sehe ich auch nach manchen Spielen und denke mir, Emre, was hast du da wieder gemacht? Und ja, ich muss da ein bisschen ruhiger werden. Wie findest du das? Zeig mal hinten, die Fans sollen es mal sehen. Zeig mal hinten. Cooles T-Shirt auf jeden Fall. Gibt's neu übrigens, ne? Also, kaufen. Alle mit der Nummer 9, keine andere Nummer. Ganz genau. Emre, danke dass dir. du gekommen bist. Macht wie immer riesen Spaß mit dir. Wir drücken die Daumen, dass morgen alles klappt gegen die Frankfurter. Auch wenn deine Freunde vielleicht ein bisschen sauer nach Hause fahren. In dem Falle wäre ich froh darüber. Ich auch. Drückt die Daumen für unsere Jungs. Der Dreier muss her. Das war's vom Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut.